Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Unser Dickdarm ist ein langer Schlauch am Ende unseres Verdauungssystems, dessen Aufgabe es ist, unsere Nahrung fertig zu verdauen und in Stuhl umzuwandeln. Hier werden Wasser, Elektrolyte und einige Vitamine durch die Darmwände in unseren Blutkreislauf aufgenommen. Leider können sich die Innenwände des Dickdarms, also des Kolons, entzünden und beschädigen, was Probleme wie Divertikolitis, entzündliche Darmerkrankungen, Colitis, Morbus Crohn, Reizdarmsyndrom, chronische Verstopfung und viele andere Probleme auslösen kann. Aber was verursacht diese Schäden überhaupt? Nun, die häufigste Ursache für Entzündungen im Dickdarm ist der Verzehr von zu viel Getreide, mehlhaltigen Lebensmitteln, also vor allem Weißmehlprodukte, Fastfood, Gluten und raffinierte Pflanzenöle in Form von Transfettsäuren, was die Darmschleimhaut reizt. Antibiotika, Schmerzmittel und andere Medikamente können auch dazu führen, dass die in unserem Dickdarm lebenden nützlichen Bakterien pathogen werden, was zu einer Autoimmunreaktion und Entzündung führt. Über 65% der Menschen heute haben eine Milchunverträglichkeit. Weil die Milch heute nicht nur von kranken Tieren aus der Massentierhaltung stammt, sondern auch noch pasteurisiert und homogenisiert wird. Wer also diese Milch konsumiert, so kann dies eine Reaktion im Dickdarm auslösen, die zu Schäden an den Wänden führt. Dazu kommen allgemein ein ungesunder Lebensstil, Stress, Rauchen, Alkoholkonsum, Drogen oder der Verzehr von zu vielen frittierten Lebensmitteln, den sogenannten AGEs. In diesem Video werden wir 5 sehr einfache Getränke untersuchen, die helfen, einen entzündeten Dickdarm zu heilen, indem sie die Entzündung lindern. Erstens frisch gepresster Kohlsaft. Eines der besten natürlichen Heilmittel zur Linderung von Entzündungen im Dickdarm und zur Behandlung von Geschwüren ist roher Kohlsaft. Dazu einfach frischen Bio-Rotkohl, Grünkohl oder auch Blumenkohl oder Brokkoli in einen Mixer oder Slow Juicer geben und ihn im Falle eines Mixers einfach abseihen und im Falle eines Slow Juicers dann eben entsaften und dann davon 1 bis 4 Tassen pro Tag trinken. Diese Flüssigkeit ist reich an Glutamin und Methylmethionin, also Vitamin U, 2 wirksame natürliche Inhaltsstoffe, die Studien zufolge bei der Heilung der Dickdarmschleimhaut zur Behandlung von Geschwüren und Entzündungen helfen. Das sogenannte Vitamin U ist eine starke Schwefelart, die in allen Kohlsorten enthalten ist und zusammen mit dem Vitamin C und Glutamin in diesem Getränk auch die schützende Schleimschicht im Darm wiederherstellt, um zu verhindern, dass Giftstoffe in unseren Körper gelangen und Autoimmunreaktionen auslösen. Aufgrund dieser heilsamen Inhaltsstoffe ist Kohlsaft nicht nur bei entzündlichen Dickdarmkrankheiten, sondern ebenso bei Magengeschwüren angesagt. Schaut euch dazu auch gerne nochmal mein Video zur Gastritis an, wo ich dieses Heilmittel ebenfalls erwähnt hatte. Zweitens Knochenbrühe. Sie ist eine der reichhaltigsten natürlichen Quellen für Kollagen, das Material, das zur Bildung der Dickdarm- und Magendarmschleimhaut benötigt wird. Unsere Vorfahren konsumierten dies früher als Grundnahrungsmittel, da es durch Kochen von Tierknochen in Form eines Eintopfs hergestellt wurde, auch wenn es in den letzten 60 Jahren ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Mein Video zur gesunden Lammknochenbrühe kann ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Die Knochenbrühe ist reich an den Aminosäuren Prolin, Glutamin und Arginin, die alle dabei helfen, die beschädigten Bereiche unserer Darmschleimhaut abzudichten und die Integrität unserer Darmwände wiederherzustellen. Dies trägt dazu bei, Entzündungen in unserem Dickdarm zu lindern und Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte, Arthritis, Zöliakie, perniziöse Anämie, Schilddrüsenunterfunktion usw. vorzubeugen. Drittens Apfelessig und Kurkuma. Und zwar bietet sich hier perfekt das Kurkuma-Oxymel an. Mein Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben. Davon nimmt man dann 2-mal täglich einen Esslöffel voll in einen Tee oder in ein Glas Wasser, 30 Minuten vor einer Mahlzeit. Der Apfelessig, welcher reich an Essigsäure ist, versorgt die IC-Zellen in unserem Dickdarm mit kurzkettigen Fettsäuren, hilft so, sie zu stärken und beschädigte Stellen in den Darmwänden zu heilen. Das im Kurkuma enthaltene Curcumin hat eine stark entzündungshemmende Verbindung, die auch dabei helfen kann, schädliche Mikroben zu zerstören, die in unserem Verdauungstrakt leben könnten. Es ist gleichzeitig auch eines der besten Getränke zur Bekämpfung von saurem Reflux, da es hilft, die Verdauungssäfte, also Galle, Enzyme und Salzsäure, wiederherzustellen, sodass wir unsere Nahrung richtig verdauen können.
Im Falle von Magengeschwüren jedoch sollte man natürlich den Essig vermeiden, bis das Geschwür ausgeheilt ist, da die Säure natürlich den Magen reizen kann. In solch einem Fall sollte man auf jeden Fall auf das Curcumin in Micellenform zurückgreifen. 4. Weizengrassaft. Eines der Hauptprobleme von Menschen mit Dickdarmentzündung ist, dass sie aufgrund des hohen Ballaststoffgehalts Schwierigkeiten haben, Obst und Gemüse zu verdauen. Wir brauchen jedoch bestimmte Phytonährstoffe und Chlorophyll aus Pflanzen, um die Darmschleimhaut zu heilen und die Zellwände nach Entzündungsschäden wiederherzustellen. Und dazu würde man idealerweise auch hier wieder mit einem Slow Juicer selbstgezogenes Weizengras entsaften. Schaut euch gerne mein altes Video dazu nochmal an. Und solch ein Glas frisch gepressten Saft dann jeden Morgen auf leeren Magen zu trinken. Wer keine Lust hat, das Weizengras selbst zu ziehen, könnte theoretisch auch einfach nur Gras von der Wiese pflücken und dann entsaften. Denn frisch gepresste Gras- oder auch Wildkräutersäfte sind eine der reichhaltigsten Chlorophyllquellen ohne Ballaststoffe, die helfen, die Schleimhautbarriere in unserem Darm wiederherzustellen und auch die engen Verbindungen in der Zellwand des Dickdarms wiederherzustellen, um zu verhindern, dass schädliche Giftstoffe in unseren Körper gelangen. Stichwort durchlässiger Darm und Autoimmunerkrankungen. Wer keinen Slow Juicer hat, könnte auch rohes Camo-Weizengrassaftpulver in Reformhäusern kaufen. Dies ist getrockneter Weizengrassaft. 5. Kefir. Wie bereits erwähnt, reagieren viele Menschen empfindlich auf die in heutigen Milchprodukten enthaltene Laktose, die Entzündungen im Darm verursachen kann. Kefir ist jedoch ein fermentiertes Milchprodukt, das einen Großteil der Laktose entfernt und es für Menschen mit Darmproblemen leichter verdaulich macht. Kefir ist tatsächlich eines der besten natürlichen Lebensmittel, Halbflüssigkeiten, die man zu sich nehmen kann, um die Billionen freundlicher Mikroben, die in unserem Dickdarm leben, wiederherzustellen. Schaut euch gerne mein Video zum Kefir nochmal an, wo ich zeige, wie man dieses Getränk der 100-Jährigen selber herstellen kann. Die Probiotika in diesem Getränk sind äußerst hilfreich für Menschen mit jeder Art von Darmschädigung, insbesondere bei Colitis ulcerosa, IBD und Morbus Crohn. Es hilft auch, die Peristaltik zu verbessern, um Verstopfung vorzubeugen, die ebenfalls Entzündungen im Dickdarm verursachen können. Wie wir sehen, gibt es viele fantastische Mittel, die man ausprobieren kann, um den entzündeten Dickdarm zu heilen und die normale Verdauung wiederherzustellen. Dabei würde ich immer eines der 5 genannten Mittel 4 Wochen lang ausprobieren und dokumentieren, wie sich die Verdauung mit der Zeit verbessert. So kann man herausfinden, welches Mittel die positivste Wirkung hat. Die genannten 5 Getränke wirken am besten in Verbindung mit einem gesunden Lebensstil mit wenig Stress, Junkfood und Giftstoffen. Und hier noch einige Tipps zum Lebensstil zur Heilung unseres Dickdarms. 1. Vermeide vorerst Getreide, Gluten, Pflanzenöle, Obst, ballaststoffreiches Gemüse und Hülsenfrüchte, da diese den Darm reizen können. Während des Heilungsprozesses könnte man eben wie gesagt den Kohlsaft oder den Weizengrassaft als Ersatz für Gemüse verwenden, da die Ballaststoffe die Darmschleimhaut reizen können. Esse viel hochwertiges, an Aminosäuren reiches Protein, wie mit Gras gefüttertes Rindfleisch oder Lammfleisch, Eintöpfe mit Knochenbrühe, Hühnersuppe, Eier und ähnliches, denn die Aminosäuren helfen, das Kollagen in der Auskleidung des Dickdarms wiederherzustellen und die Zelllinie zu straffen, um zu verhindern, dass Giftstoffe in das Blut gelangen. Beginne auch mit der täglichen Einnahme von 20.000 Einheiten Vitamin D3 mit 200 Mikrogramm Vitamin K2 in der MK7-Form. Denn Menschen mit Darmschäden haben normalerweise einen Vitamin D-Mangel. Diese höhere Dosierung ist erforderlich, um die Heilung des Dickdarms zu stimulieren und die Entzündungsreaktion des Immunsystems zu verringern. Verzichte vollständig auf Alkohol und Rauchen, da diese Substanzen die Antioxidantien und das Vitamin C aufbrauchen, was zu Skorbut im Dickdarm führen kann, wo Giftstoffe in den Blutkreislauf gelangen und Autoimmunerkrankungen verursachen können. Hilfreich wäre es außerdem, täglich ein Glutaminpräparat einzunehmen. Es hilft, die schützende Schleimhaut des Verdauungstrakts direkt wiederherzustellen. Dies funktioniert besonders gut bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn. Nachdem das Problem abgeklungen ist, könnte man langsam wieder gedünstetes oder gekochtes Gemüse in die Ernährung einführen. Vermeiden sollte man jedoch entzündungsförderndes Getreide, Gluten und jede Art von raffinierten Pflanzenölen / Transfettsäuren, da dies mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu einem erneuten Auftreten des Problems führen könnte.
Um den Dickdarm langfristig zu schützen, ist es sehr wichtig, die Anzahl der darin lebenden guten Bakterien durch den Verzehr probiotikareicher Lebensmittel zu erhöhen, wie zum Beispiel Kefir, aber auch Kimchi, Sauerkraut, Kokosjoghurt, wie zum Beispiel meiner mit dem Narine oder dem Elreutheri-Probiotikum. Schaut euch gerne das Video dazu nochmal an. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.